Wer wählt den Bundeskanzler? Was macht der Bundestag? Und wer gehört zum Bundesrat? Das alles sind Fragen des Einbürgerungstests bzw. des Tests Leben in Deutschland. Ich erkläre dir jetzt die wichtigsten politischen Institutionen in Deutschland in einfacher Sprache. Nimm dir am besten einen Stift und schreibe die Wörter mit. Denn am Ende habe ich noch eine Quizfrage an dich. Los geht's! Erstens, Bundestag. Der Bundestag ist das deutsche Parlament und ist in Berlin. Im Bundestag treffen sich die wichtigsten Politiker in Deutschland. Man nennt sie auch Abgeordnete. Die Abgeordneten diskutieren und beschließen neue Gesetze. Sie vertreten das Volk. Alle 4 Jahre wird der Bundestag bei der Bundestagswahl neu vom Volk gewählt. Der Bundestag hat viele Aufgaben. Zum Beispiel wählt er zum Teil die Richter des Bundesverfassungsgerichtes. Zweitens, Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht gehört zur Judikative in Deutschland. Es kontrolliert, dass sich alle an das Grundgesetz, also die Verfassung, halten. Der Bundestag kontrolliert als Legislative die Bundesregierung. Der Bundestag wählt auch den Bundeskanzler für 4 Jahre. Drittens, Bundesregierung. Der Bundeskanzler ist der Chef der Bundesregierung. Er ist also der Chef der Exekutive, die Deutschland leitet und Gesetze vorbereitet. Wenn du wissen willst, wer und was die Judikative, Exekutive und Legislative in Deutschland sind, schau dir dieses Video an. Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern. Sie regieren Deutschland. Zusammen bilden sie das Bundeskabinett. Die Minister haben verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel verwaltet der Finanzminister das Geld von Deutschland oder die Innenministerin ist für die Sicherheit der Menschen zuständig. Der Bundeskanzler entscheidet, wer Minister wird. Er macht das aber nicht allein. Er muss dem Bundespräsidenten vorschlagen, wer Minister werden soll. Der Bundespräsident ernennt dann die Minister. Er sagt also, ja, du bist Minister oder nein, du nicht. Viertens, Bundespräsident. Der Bundespräsident ist der erste Mann von Deutschland. Der Bundespräsident ist also das Staatsoberhaupt von Deutschland. Er hat mehrere Aufgaben. Der Bundespräsident repräsentiert Deutschland im Ausland. Er schließt Verträge mit anderen Ländern. Und der Bundespräsident unterzeichnet Gesetze. Ohne seine Unterschrift sind die Gesetze nicht gültig. Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung für 5 Jahre gewählt. Die Bundesversammlung besteht aus 2 Gruppen. Hier sind alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages vertreten. Dazu kommen genauso viele Personen, die von den Parlamenten oder Bundesländern gewählt werden. Dies können normale Bürger oder auch Superstars sein. Zum Beispiel hat der Fußballspieler Leon Goretzka bei der Bundesversammlung 2022 mitgewählt. Fünftens, Bundesrat. Bis jetzt hast du 4 der wichtigsten Institutionen in Deutschland kennengelernt. Bundestag, Bundesregierung, Bundespräsident und Bundesverfassungsgericht. Diese Institutionen nennt man auch Verfassungsorgane. Ein Verfassungsorgan fehlt aber noch: der Bundesrat. Der Bundesrat besteht aus den Vertretern der 16 Bundesländern. Denn jedes Bundesland hat eine eigene Regierung. Diese Regierung nennt man Landesregierung. Den Chef der Landesregierung nennt man Ministerpräsident. Der Bundesrat besteht aus den Ministerpräsidenten und den Landesministern. Insgesamt hat der Bundesrat 69 Stimmen. Der Bundesrat macht zusammen mit dem Bundestag die Gesetze. Die Mitglieder des Bundesrates dürfen nicht gleichzeitig zum Bundestag gehören. Der Bundesrat stimmt über Gesetze ab, die der Bundestag vorher beschlossen hat. Die Gesetze, die Bundestag und Bundesrat zusammen machen, gelten in ganz Deutschland. Quizfrage. Jetzt möchte ich von dir wissen, was ist der Unterschied zwischen Bundestag und Bundesrat? Schreib es in die Kommentare und ich werde dir persönlich antworten. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann!